Also ich habe meine Lehre begonnen, da war ich 15 ungefähr, als Bürokauffrau. Habe dann die Matura abends nachgeholt und jetzt studiere ich Mechatronik-Robotik an der FH Technikum und arbeite im Pharmaunternehmen. Da war von Anfang an klar, dass ich nebenbei studiere und die Unterstützung war auch die ganze Zeit sehr groß. Ich habe mit Teilzeit begonnen und konnte im Laufe meines Studiums nicht nur meine Stunden erhöhen, weil ich das wollte und darum ersucht habe, sondern ich konnte auch die Abteilung wechseln und bin mittlerweile Automation Engineer und kann mich mit der Automatisierungstechnik in der Praxis in meinem Unternehmen auseinandersetzen. Es ist wichtig, jede Woche für das Studium etwas aufzubringen und wirklich sich die Zeit zu nehmen, auch wenn man weiß, die Prüfungen sind erst in mehreren Monaten oder mehreren Wochen. Das führt sonst einfach zu viel Lernaufwand, den man dann auf einmal für mehrere Fächer aufbringen muss. Warum ich mich für dieses Studium wirklich genau entschieden habe, war eben durch meine Vorerfahrungen in der HTL, ein bisschen in den Informatikbereich, das technische, ein bisschen Programmieren, aber auch dann durch sozusagen meine Erfahrungen mit der Lehre und auch mit dem Job dahinter, ein bisschen das Wirtschaftliche mehr im Fokus zu haben. Somit dachte ich mir, gut, warum nicht beide Sachen, die besten der beiden Welten kombinieren. Ich studiere jetzt derzeit Wirtschaftsinformatik und das Beste an meinem Studium ist die Kombination aus der Technik, aber auch dem wirtschaftlichen Teil. Mein Arbeitgeber unterstützt mich sogar sehr im Sinne des Studiums, da bin ich sehr glücklich darüber. Seien es jetzt wirklich flexible Arbeitszeiten, Zeiten, die ich mir selber einteilen kann fürs Studium, dann aber auch Unterstützungen wie die neue Rolle, die ich tatsächlich nur bekommen habe, da ich das Studium angefangen habe. Die stressigsten Zeiten, ganz natürlich, sind die Prüfungsphasen, ehrlich gesagt, im Studium, aber auch Projektabgaben zum Beispiel. Da kann es schon mal sein, dass man sich ein bisschen durchbeißen muss und man sagt, hey, ich brauche jetzt noch mal eine halbe Stunde am Abend, ich muss mich da jetzt einfach noch mal hinsetzen. Und auch im Zug, durch meine 1,5-stündige Anreise hin und zurück, auch dann gleich des Arbeitsweges, muss ich mich einfach manchmal im Zug hinsetzen und sagen, hey, ich muss die Zeit nutzen, lasst einfach mal ein paar Skripten durchgehen oder vielleicht einfach ein Programm fertig schreiben oder ein Projekt weitermachen. Am meisten Spaß am Studium macht mir ehrlich gesagt einfach das Zusammenarbeiten mit meinen Kommilitoninnen in Projekten, aber auch das einfach zu wissen, dass man weiterlernt, dass man nicht stehen bleibt und dass man sozusagen den nächsten Schritt geht mit sich selber. Und auch das Wissen anzuwenden, vor allem in der Arbeit dann auch, während man berufsbegleitend studiert, dass man merkt, hey, das bringt wirklich was und das ist nicht nur sozusagen, ich studiere, sondern ich kann das wirklich auch anwenden. Während der Lehre habe ich mich erkundigt, weil ich gehört habe, es gibt Lehre mit Matura und mich beim WIFI in Niederösterreich einfach erkundigt und die Matura nachgeholt in einer Abendschule und dann zum Studieren begonnen. Und immer nebenbei trotzdem weitergearbeitet. Jetzt parallel arbeite ich eben bei der Stadt Wien als Referentin im Förderwesen. Ich studiere Public Management, Freitag und Samstag ganztags und zwar jede zweite Woche. Und mein jetziger Chef ist da sehr offen, was das angeht und auch ich darf die Freitage mit Zeitausgleich machen, also ich muss nicht meinen Urlaub dafür opfern. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, das ist nicht selbstverständlich. Ich nehme generell sehr viel mit vom Studium. Dadurch, dass es berufsbegleitend ist, merke ich schon, dass viele Sachen, die ich lerne oder die ich in der Arbeit mache, dass es eigentlich gleich ist. Manchmal sieht man auch, dass es in der Theorie und Praxis nicht immer gleich ist, aber es ist trotzdem interessant zu sehen und ich kann vieles vom Studium dann auch in der Arbeit verwenden. Es sind viele Arbeiten, die man zu Hause erledigen muss. Man muss sich viel im Selbststudium beibringen. Prüfungsphasen sind auch sehr kritisch manchmal, aber ja, das sind ein paar Wochen, die beißt man durch und dann ist es auch wieder erledigt. Mein erster Bezug zu diesen fachspezifischen Sachen war im Polytechnischum, das war eine Fachmittelschule. Danach habe ich eine Lehre begonnen als Mechatroniker. Nach der Lehre habe ich begonnen, den Werkmeister in Maschinenbau abzuschließen. Nach dem Werkmeister in Maschinenbau war es dann die Berufsreifeprüfung und nach der Berufsreifeprüfung das Studium auf der FH. Ich habe mich für das Studium Internationales Wirtschaftsingenieurswesen entschieden. Auf was man sich wirklich gefasst machen muss, man unterschätzt sehr den Zeitaufwand. Ich hatte anfangs 3 Tage die Woche am Abend, dachte mir, ich gehe am Abend hin, lerne meine Sachen, gehe nach Hause, habe mein weiteres Leben. Das war nicht so, also du musst schon jeden freien Tag, vielleicht nicht jeden, aber fast jeden Tag Zeit investieren in das Studium, weil
Du lernst nicht alles in diesen eigenen Abenden, du wiederholst teilweise, du kannst deine Fragen stellen, aber du musst dich schon selbst damit beschäftigen. Also es reicht nicht, anwesend sein, gut aufzupassen ist immer gut, aber man muss mehr tun, als nur anwesend sein. Ich wurde dann befördert, schönerweise, und ich musste dann abbrechen, weil sonst wäre dann schief gegangen.